Hi, ich bin Jordan und heute erkläre ich dir, wie du die Nutzung deines digitalen Reservierungstools maximieren kannst. Immer mehr Restaurants bieten ihren Gästen die Möglichkeit, online einen Tisch zu reservieren. Der Vorteil für beide Seiten ist klar. Durch die Nutzung eines Tischreservierungssystems ist man als Restaurant für die Annahme von Tischreservierungen 24 Stunden jeden Tag erreichbar. Es gibt jedoch starke Unterschiede, wie ein solches Tischreservierungssystem von einem Restaurant in der Praxis genutzt wird. Zum Beispiel nutzen viele Restaurants immer noch ein traditionelles handschriftliches Reservierungsbuch als ihr wichtigstes Medium und nutzen das digitale System einfach als zusätzlichen Kanal für Reservierungen. Diese hybride Art der Nutzung eines Online-Reservierungsmanagementsystems ist sehr kostspielig und schöpft das volle Potenzial nicht aus. Doch wie du dein digitales Reservierungssystem effizient nutzt, erkläre ich dir jetzt. Die Nutzung eines digitalen Reservierungstools ermöglicht dir eine automatische Verwaltung von Sitzplatzkapazitäten. Beim Einrichten entscheidest du, ob die Verwaltung der Kapazitäten auf einer Gesamtgästeanzahl oder basierend auf die verfügbaren Tische mit ihrer jeweiligen Kapazität erfolgen soll. Ich empfehle dir, die tischbasierte Verwaltung zu nutzen. Hierfür musst du einmalig jeden einzelnen Tisch mit den jeweiligen Sitzplätzen im System anlegen und anhand deiner Einstellung prüft der Algorithmus dann, ob Reservierungsanfragen automatisch bestätigt werden können oder welche Anfragen erst von einem Mitarbeiter bestätigt werden müssen. Es ist schon sehr ärgerlich, wenn an Abenden, an denen ein Restaurant eigentlich ausgebucht war, einige Tische frei bleiben. In diesem Fall haben Gäste einen Tisch reserviert und sind einfach nicht erschienen und das führt zu einem erheblichen Umsatzverlust. Mit einem modernen Reservierungssystem kannst du die Anzahl deiner No-Shows erheblich reduzieren. Ein Benachrichtigungssystem versendet dann automatisch Bestätigungs- und Erinnerungsnachrichten per E-Mail und SMS an deine Gäste. Innerhalb dieser Nachricht kann der Gast dann direkt auf seine Reservierung zugreifen und diese gegebenenfalls ändern oder sogar stornieren. Darüber hinaus kannst du deinen Gästen, die dem Erhalt deines Newsletters zugestimmt haben, regelmäßig Updates zu deinem Lokal senden. Eine weitere Herausforderung bei der Sitzplatzverwaltung ist häufig, dass viele Gäste zur gleichen Zeit ein Restaurant besuchen. Sobald du feststellst, dass es an einem bestimmten Tag zu Problemen führt, wenn viele Gäste zur gleichen Zeit ins Restaurant kommen, richte dir Buchungslimits ein, die zeitliche Verfügbarkeiten von freien Tischen limitieren. Hierfür legst du einfach eine Regel an welchen Tagen das System nur 20 statt vielleicht bisher 50 Reservierungen zur gleichen Uhrzeit annehmen darf. Die restliche Verfügbarkeit wird dann erst zum nächstmöglichen Reservierungsintervall, also beispielsweise eine halbe Stunde später, im System buchbar sein. Aus Sicht des Gastes sieht es lediglich danach aus, als ob für die gewählte Zeit dann kein Tisch mehr verfügbar ist und es wird automatisch eine spätere Uhrzeit gewählt. In manchen Reservierungstools ist es aufwendig, spontane Gäste, also sogenannte Walk-ins, zu erfassen. Dieser Vorgang sollte schnell und einfach sein, um keine wertvolle Zeit für das Dokumentieren von belegten Tischen zu verschwenden. So kannst du neben deiner genauen Planung auch kurzfristige Reservierungen ohne Probleme zulassen. Gleichzeitig kannst du die Statistiken aus deinem System nutzen, um mehr über die Auslastung in deinem Restaurant zu lernen. Ein großer Vorteil eines Reservierungssystems ist die Integration eines virtuellen Tischplans. Nur im tischbasierten Modus können deine Mitarbeiter anhand des Tischplans sehr einfach Gäste platzieren und freie Tische für spontane Gäste finden. Und mit einer Zeitstrahl-Ansicht lassen sich spielend einfach Lücken finden, in denen Tische noch für 1 oder 2 Stunden frei sind. Es gibt viele Vorteile, ein digitales Reservierungssystem zu nutzen. Neben den zusätzlichen Reservierungen kannst du dadurch einen erheblichen Teil an Zeit einsparen, der manuell für die Verwaltung von Reservierungen notwendig wäre. Unser Reservierungssystem von Dish ist hierfür ein hervorragendes Beispiel, dass die Digitalisierung in der Gastronomie neue Möglichkeiten für ein Restaurant eröffnet. Das waren unsere Tipps und Tricks dieser Woche. Möchtest du jetzt noch auf dem Laufenden bleiben zu Themen in deiner Branche? Suche unseren Blog auf dish.co. Über dein Feedback zu unserem Video freuen wir uns sehr. Sei es ein Daumen nach oben oder ein Kommentar darüber, wie sehr dir das Video gefallen hat. Um keine weiteren Videos rund um Gastronomie und Digitalisierung zu verpassen, abonniere unseren Kanal. Bis zum nächsten Mal.